Welche internationalen Fördermöglichkeiten gibt es? Eine ganz große Frage, wo wir uns Stunden austauschen können. Ich versuche es mal so ein bisschen in einer Struktur zu erklären. Wenn ihr jetzt in Berlin, in Deutschland ansässig seid und versucht, eure Kunst, eure Projekte ins Ausland zu bringen, also zu exportieren, dann nennen wir das auch, nennen es viele Förderorganisationen Outgoing Mobility. Also diese Idee, dass ihr in Deutschland oder in Berlin ansässig seid und eure Kunst, eure Kultur, eure Projekte exportieren wollt. Und um da zu schauen, wer eigentlich Förderung anbietet, lohnt sich immer direkt beim Wohnsitzort anzufangen. Das heißt, auf der untersten Stufe erstmal bei der Kommune oder beim Land. Also wenn ihr in Berlin lebt, in Berlin. Und in Berlin ist dafür zuständig die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und hier gibt es für Projekte im Ausland tatsächlich ein Reisestipendium, was zweimal im Jahr ausgeschrieben ist, spartenübergreifend. Wichtig ist es aber hier, dass ihr einen Kooperationspartner im Ausland haben müsst und dass ihr im Ausland etwas präsentiert. Also zum Beispiel eine Ausstellung habt oder ein Konzert spielt oder ein Theaterstück aufführt. Für Musikschaffende, Musikerinnen, Bands ist auf jeden Fall auch noch das Music Board Berlin zu erwähnen. Hier gibt es viele Auslandsresidenzen in verschiedenen Ländern, die direkt auch vom Music Board ausgeschrieben und organisiert sind. Und es gibt auch die Support-Tour-Förderung. Das heißt, wenn ihr mit einer größeren Band auf Tour gehen wollt, zum Beispiel auch ins Ausland, könnt ihr hier einen Reisekostenzuschuss beantragen. Dann können wir auf die nächste Ebene schauen, das wäre dann die Bundesebene. Hier gibt es einige Förderorganisationen, die ich so beispielhaft noch erwähnen will. Das ist einmal das Institut für Auslandsbeziehungen, IFA. Dieses Institut bietet Reisekostenzuschüsse an für Ausstellungen im Ausland. Die Initiative Musik ist zu erwähnen. Hier gibt es einige Förderschienen für eben den Export der eigenen Musik ins Ausland. Nicht nur für Konzerte oder Tourneen, sondern auch für die Teilnahme an Branchenveranstaltungen, Showcase-Festivals und so weiter. Das Goethe-Institut muss auf jeden Fall auch erwähnt werden. Hier gibt es also sehr viele Förderschienen für Projekte im Ausland. Einfach schauen auf der Webseite des Goethe-Instituts. Aber nicht vergessen, auch die regionalen Goethe-Institute, also in euren Zielländern, haben manchmal spannende Ausschreibungen. Auf der europäischen Ebene, das wäre die nächste Ebene, gibt es für Kooperationsprojekte zwischen mindestens 3 europäischen Ländern die Ausschreibung für Kooperationsprojekte von Creative Europe. Das ist so ein bisschen komplizierter, etwas arbeitsaufwendiger und alle Organisationen müssen juristische Personen sein, also Vereine zum Beispiel. Dafür gibt es aber eine ausführliche Beratung der Creative Europe Desks, die ihr dann direkt anschreiben könnt. Für Einzelkünstlerinnen oder Kollektive gibt es aber auf europäischer Ebene inzwischen auch ein sehr interessantes Förderprogramm für Reisekostenzuschüsse für Reisen innerhalb Europas. Und das ist Culture Moves Europe. Und wenn ihr zum Beispiel als Einzelkünstlerin oder kleine Gruppen ein Projekt habt im Ausland, könnt ihr dort auch recht unbürokratisch kleine Reisekostenzuschüsse beantragen.